bevor es losgeht, erstmal noch ein PB&Jam-Sandwich. Sehr wichtig. Hallo und willkommen zu meinem zweiten Vlog aus meinem Jahr Work and Travel in Australien. Nachdem wir eine Woche in Sydney waren und einfach unser Auto gekauft haben, ging es dann auch schon direkt los für uns und wir sind mit dem Auto in die Blue Mountains gefahren und waren da ungefähr 1,5 Wochen und haben erst mal so richtig das Campingleben genossen. Hier kriegen sogar 10 Cent Pfand für die Flaschen. Im Nachhinein würde ich auf jeden Fall jetzt immer noch sagen, dass die Blue Mountains einer meiner Lieblingsorte hier in Australien sind. Und das, obwohl wir wirklich nicht so das beste Wetter hatten, wie man gleich sehen wird. Aber ja, wir sind dann am ersten Tag gleich ins Megalong Valley, da auf den Campingplatz gefahren. Und da waren wir auch den größten Teil der Zeit. Es ist ein kostenloser Campingplatz, ja, der richtig schön im Wald liegt. Da geht's runter. Auf der richtigen Seite laufen. Ja, wichtig. Vor allem es regnet immer mehr, das ist richtig gut. Ist schon gut. Mega. Ein paar Tage später sind wir dann auch auf Mount York hochgefahren, wo es auch, ich glaube, 4 kostenlose Campingplätze gibt, also Campingspots. Es ist ein Campingplatz, aber es können ungefähr 4 Autos sind, glaube ich. Ja, und es war auch nochmal ganz anders, einfach so oben auf dem Berg zu sein und von da aus konnte man auch rumlaufen. Basically von der Seite zu der ersten. Jetzt bin ich triggert. Und sobald das Wetter dann auch ein bisschen besser war, sind wir dann auch ein zweites Mal nach Katoomba gefahren und zu den Three Sisters gegangen, oder gewandert eher gesagt. Und ja, dann auch klettern gegangen. Ziemlich schön war es auch im Centennial Glen, das ist bei Blackheath in der Nähe. Und da konnte man zum einen richtig gut klettern. Und da gab es auch einen sehr schönen Wasserfall, wo wir tatsächlich dann auch geduscht haben. Und richtig gut war auch einer der Walks dort. Ich glaube, es hieß Potters Pass. Es war ungefähr so ein 2-Stunden-Walk und es war auch richtig, richtig schön. Ich bin auch an dem Baum.
Hallo, ich melde mich auch mal wieder, oder eigentlich zum ersten Mal richtig. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir gerade in den Blue Mountains. Und ja, wir sind am Klettern. Und da die anderen gerade klettern, dachte ich, erzähle ich mal so ein bisschen. Wir sind jetzt einfach seit einer Woche hier. Also ich habe in Sydney die ganze Zeit mitgefilmt, aber klar, überhaupt nichts erzählt. Deshalb gebe ich so ein kleines Update. Es ist richtig krass. Ja, wir hatten so die letzten Tage eigentlich echt schlechtes Wetter. Es hat dauerhaft geregnet. Und zum Beispiel gestern Abend, als wir gekocht haben, haben wir festgestellt, es war der erste Abend, an dem wir gekocht haben, ohne dass es geregnet hat. Ja, weil jetzt hat sich in den letzten 2 Tagen das Wetter so gut gebessert, dass wir halt endlich mal klettern gehen können. Um genau zu sein, sind wir gerade in Blackheath, weil hier ein richtig guter Campingplatz ist. Weil das Krasse ist, dass voll viele Campingplätze eigentlich gesperrt sind noch, zum Teil wegen den Fluten, die hier in letzter Zeit waren. Und auch noch seit den Buschfeuern, die hier vor 2,5 Jahren jetzt waren. Also die waren ja gerade da, wo ich das erste Mal in Sydney war, und es ist halt immer noch alles hier gesperrt, und das ist auch abartig, wie krass man das hier im Wald sieht. Also so viele Bäume, die einfach angefackelt sind und schwarz. Ja, wie gesagt, ist halt deshalb viel gesperrt. Nicht nur die Campingplätze, sondern auch voll viele Tracks und Lookouts. Deshalb muss man da ein bisschen gucken, aber ja, hier in Blackheath ist das meiste eben offen, und wir laufen halt den ganzen Tag irgendwo rum oder klettern irgendwo rum, und es ist richtig cool. Und generell, ich finde es so krass, dass wir es einfach geschafft haben, innerhalb von einer Woche, in der wir in Sydney waren, ein Auto zu finden und es zu kaufen. Das habt ihr ja auch schon jetzt gesehen. Es ist so krass. Es ist ein Four-Wheel-Drive mit einem Rooftop-Tent. Das heißt, also alles, was wir uns halt gewünscht haben, für einen richtig guten Preis. Und das hat auch die ganze Camping-Ausstattung schon dabei gehabt. Das heißt, dass wir uns da nicht mehr drum kümmern mussten. Das ist richtig krass. Ich bin so happy, dass irgendwie gerade alles funktioniert und die Sonne endlich draußen ist. Das ist schon richtig gut. Und andererseits muss ich so langsam ein bisschen Akku sparen, weil wir haben eine Solaranlage eigentlich, aber da es halt die ganze Zeit geregnet hat, konnten wir die nicht aufladen. Und jetzt halt in den letzten Tagen auch nicht so, weil wir halt im Wald parken und da auch nicht so viel Sonne durchkommt. Deshalb kann ich auch gar nicht so viel filmen oder aufnehmen, sondern muss ein bisschen sparen. Aber spätestens, wenn wir dann wieder in Sydney sind, müssen wir auf einen bezahlten Campingplatz, wo wir dann auch halt einen Platz nehmen mit Strom. Ja, und dann kann ich wieder ein bisschen aufladen. Ich habe gestern zum Beispiel mein Handy einfach nur einmal angehabt, den ganzen Tag lang. Es ist schon richtig cool, so zu sehen, dass es eigentlich kein Problem ist, ohne sein Handy mal was zu machen. Ich brauche es halt echt nur, um Fotos zu machen. Das ist ganz schlimm, wenn ich es nicht benutzen kann. Ja, aber wie gesagt, das ist gerade einfach richtig gut. So ein richtig krasser Anfang. Falls wer von euch gern klettern geht oder irgendwann in den Blue Mountains ist, kann ich übrigens das Buch richtig gut empfehlen. Klar, es ist ein bisschen älter, aber es gibt auch eine Website, auf der man checken kann, so was sich geändert hat seitdem. Und da sind halt wirklich alle Routen drin. Und wir machen zum Beispiel gerade den hier, also hier den Multipitch. Und da ist halt echt alles drin, da sind auch Campingplätze drin und so. Also ja, das ist echt cool. Und ich bin dazu übergegangen, zum Zeitvertreib Tagebuch zu schreiben, wie immer, und ein bisschen drin rumzukritzeln. Yay, ich filme auch mal wieder. Wir sind gerade beim Narrow Neck Lookout. Tada! Und ja, wir laufen jetzt einfach ein bisschen rum, während die anderen klettern. Los. Oh Mann, die sollen dann sagen, ob sie es gehört haben. Ja. Der ist über die Straße gelaufen. Ich hab noch nie einen gesehen. Auch nicht. Also ja, wie man gesehen hat, sind die Blue Mountains einfach richtig cool, auch wenn wir nur einen kleineren Teil davon gesehen haben, weil eben noch so viel gesperrt war.
Aber ja, falls ihr auch klettern solltet, es ist einfach ein Top-Spot, um da hinzugehen. Zusammen mit den Grampians natürlich, wo wir dann später auch waren. Ja, war einfach sehr, sehr cool. Und ich kann mir auch gut vorstellen, am Ende von Australien, wenn wir dann wieder in Sydney sind, nochmal eine Runde in die Blue Mountains zu gehen, weil es einfach so cool war. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. Danach waren wir nochmal für 2 Tage in Sydney, das hatten wir ja schon im letzten Video gesehen. Und dann ist unser Big Lab um Australien so richtig losgegangen und wir sind die South Coast von New South Wales runtergefahren. Wenn ihr sehen wollt, wie das so war, könnt ihr sehr gerne dranbleiben. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.